Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal Zobeltiere Finanzkanal. Es freut mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Umsatzsteuer. Damit einhergehend ist eine Umsatzsteuervoranmeldung, die Kleinunternehmerregelung. Da werde ich euch kurz erklären, wann ist man Kleinunternehmer und kann dafür optieren. Dann eine Umsatzsteuererklärung und welche Abgabemöglichkeiten von der Voranmeldung und als auch der Umsatzsteuererklärung gibt es. Und jetzt geht es auch sofort los und wir springen mal in unsere Quellen, in meine Quellen, die ich bei der Recherche hier ausfindig gemacht habe. Wann muss man eine Umsatzsteuervoranmeldung machen? Im Prinzip jeder, der selbstständig ist und Umsätze tätigt und Dienstleistungen und Services anbietet, für die er also Geld verlangt. Darauf muss er dann eine Vorsteuer, nämlich 19%, auf die Ausgangsrechnungen zurechnen, aufschlagen, und das wird dann eben mit diesen Voranmeldungen immer im Jahr rückwirkend bzw. auf das kommende Geschäftsjahr geschätzt. Es gibt Ausnahmen und Ausnahmen sind also die Kleinunternehmerregelung. Hier habe ich eine Quelle gefunden, die sagt, für dieses Jahr 2022, aber auch kommende Jahre wahrscheinlich, liegt die Umsatzschwellwert bei ca. 22.000 Euro. Also wenn ihr darunter liegt, dann könnt ihr für die Kleinunternehmerregelung votieren. Welche Vorteile hat es? Man ist also bei einer Kleinunternehmerregelung preislich günstiger als gegebenenfalls andere, wenn man die Services, Dienstleistungen anbietet. Es gibt aber auch den Nachteil, dass du zum Beispiel, wenn du ein Vorsteuerguthaben erzielt hast, das erst eine Zeit lang später mit der Umsatzsteuerjahreserklärung zurückbekommt. Das habe ich euch hier auch nochmal mit in der Videobeschreibung dann hineingepackt. Schaut es das euch einfach an. Und jetzt gibt es einen Überblick. Es gibt nämlich die Möglichkeit, so monatlich die Voranmeldung zu erledigen oder auch vierteljährlich. Wann genau ist das möglich? Hier habe ich eine Quelle gefunden, die hier einen schönen Überblick darstellt. Ihr habt also Werte zwischen 1000 und 7500 Euro an Umsatz, dann könnt ihr eine vierteljährliche Voranmeldung optieren, und das zeige ich euch dann auch gleich, wie man das in dem Elster-Portal auswählt. Entsprechend, wenn ihr drüber liegt für euer Vorsteuerguthaben im Vorjahr, ist also 7.500 Euro oder größer, habt ihr auch wiederum die Wahlmöglichkeit zur Abgabe einer monatlichen Voranmeldung. Also ihr könnt da teilweise hin und her springen. Die genaue Tabelle packe ich auch in die Videobeschreibung und könnt ihr euch dann im Detail anschauen. Es gibt auch Fristen für die Umsatzsteuervoranmeldung. Ihr müsst die Umsatzsteuervoranmeldung normalerweise bis zum 10. eines Jahres abgeben für das darauf folgende Jahr. Okay, vierteljährlich ist es ausreichend, wenn man den Betrag, die Voranmeldung bis zum 10. April abgibt. Okay, also das Ausnahme bestätigt die Regel, aber das ist ja oft so bei Steuerthemen. Jetzt gehe ich aber in das Elster-Portal. Ich habe mich einfach hier schon angemeldet in dem elster.de e-Portal Startseite, und ihr könnt dann einfach auf Formulare gehen, Formulare und Leistungen. Und was halt sehr cool ist hier, dass das alles möglich ist, elektronisch abzugeben. Geht auf alle Formulare, wählt euer Thema aus, Umsatzsteuer ist hier unten, und dann könnt ihr die Umsatzsteuervoranmeldung durchführen, zum Beispiel für das Jahr 2022, und ihr sagt, ihr habt schon Datenübermittlungen gemacht, dann könnt ihr diese übernehmen, oder ihr wollt ohne Datenübernahme fortfahren und wählt euch einfach ein neues Formular aus. Jetzt kommt hier die monatliche oder auch die vierteljährliche Auswahlmöglichkeit. Ich nehme jetzt das einfach mal für Januar und sage Steuernummer ausfüllen für das Bundesland und einen Wert hier eintragen.
Ich habe meine Steuernummer jetzt gefunden und mittlerweile eingegeben und dann auf Weiter bestätigt und dann kommt ihr zu diesen ganzen Abfragen. Wenn ihr einen Steuerberater habt, der euch da begleitet, könnt ihr hier die Beratung und Mitwirkung eintragen. Ihr könnt eure Werte für Lieferungen, sonstige Dienstleistungen, Leistungen hier eintragen. Und wenn ihr eben Kleinunternehmer seid, die ersten 3 Jahre, dann trägt ihr einfach eine Null ein. Und das ist in Ordnung, das dann so zu tun und zu transferieren. Es wird dann später auch wieder verrechnet, wenn das Null, der Betrag, zu niedrig sein sollte. Ihr habt dann die Möglichkeit, ich springe jetzt ans Ende des Formulars, ich sage hier später korrigieren, wie das Formular hier übermittelt wird. Es findet dann eine Prüfung statt. Das Formular ist jetzt natürlich nicht ausgefüllt richtig und hat noch Fehler, da müsst ihr dann natürlich ergänzen, aber es gibt die Möglichkeit hier zu speichern und dann dieses Formular als Entwurf zu hinterlegen und jederzeit könnt ihr euch dann wieder anmelden im Elster-Portal und das Formular dann in der Übersicht weiter bearbeiten. Hier ist der Entwurf der Formulare. Und man könnte also diese Umsatzsteuervoranmeldung 2022 jederzeit wieder bearbeiten und aufrufen. Ja, warum muss man trotzdem eine Voranmeldung und Steuererklärung abgeben, wenn man für die Kleinunternehmerregelung optiert? Es gibt da unterschiedliche Quellen, die ich dazu gefunden habe. Ein Hinweis besagte unter anderem, dass damit das Finanzamt prüft, ob man also immer noch bei Nullwerten oder niedrigen Umsatzsteuerwerten liegt, um dafür in Frage zu kommen und dann eben das jährlich abprüfen kann, entsprechend im Voraus dazu dann plant. Also es ist dann eine Unterstützung und Information einfach für das Finanzamt. Und in der Erklärung selbst wäre natürlich dann, wenn doch Umsatzsteuerbeträge angefallen sind, werden die dann auch entsprechend verrechnet und so kann man mit einem Vortrag ins nächste Jahr dann gehen. Ich kann das Elster-Portal wirklich nur empfehlen. Man muss ein paar Sachen vorbereiten, wie zum Beispiel sich das Zertifikat holen. Das könnt ihr direkt beim Finanzamt beantragen. Vielleicht mache ich da mal ein nächstes Video, ein weiteres Video in Zukunft dazu. Ich habe das natürlich schon alles vorbereitet und bei mir funktioniert das online und entsprechend schnell ist dann auch die Bearbeitung, wenn alles elektronisch wieder zurückgemeldet wird. Also, das war's in aller Kürze. Wenn ihr Fragen habt, schreibt das bitte in die Kommentare oder schreibt mich direkt an. Ihr könnt natürlich auch ein Like hinterlassen, abonniert meinen Kanal und drückt auf die Glocke, um alle kommenden neuen Videos direkt sofort sehen zu können. Und damit unterstützt ihr meinen Kanal. Ich danke euch und wünsche eine gute Zeit. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.